Wir sind allerdings heute Morgen mit bibbernder Kälte aufgewacht, denn unsere Heizung ist in der Nacht ausgefallen. Es war super kalt hier. Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit inzwischen fast 4 Jahren bereisen wir die Welt mit unserem Campervan. Nach über 100.000 Kilometern kreuz und quer durch Asien und Europa sind wir momentan in Südspanien unterwegs. Im heutigen Video erkunden wir die Küstenregion zwischen Tarifa und Cádiz. Nach Wochen im Inland sind wir endlich zurück am Meer. Wir parken unseren Camper am Strand, spüren den Sand unter den Füßen, genießen das Rauschen der Wellen und sammeln Kraft für die nächste Stadtbesichtigung. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind endlich wieder am Meer. Es ist eine ganze Weile her, dass wir so richtig am Meer waren. In den letzten Wochen waren wir viel im Inland unterwegs und eigentlich wäre auf unserem Weg vom Inland zurück zur Küste die Provinzhauptstadt Cádiz noch unser erster Stopp gewesen. Aber ehrlicherweise haben wir uns so sehr nach Meer und Strand gesehen, dass wir jetzt einfach die Stunde weiter runtergefahren sind. Cádiz soll super sehenswert sein. Aber wir bleiben jetzt erst noch mal 1, 2, 3 Tage hier, verbringen ein bisschen Zeit hier und fahren dann zurück nach Cádiz, um uns die Stadt anzuschauen. Los geht's! Wir sind hier am Playa do Bologna und hier gibt es nicht nur einen kilometerlang wunderschönen Sandstrand, sondern auch eine große Düne. Und da versuchen wir jetzt mal hochzulaufen. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum diese Düne entstanden ist oder wie diese Düne entstanden ist, denn hier weht die ganze Zeit ein richtig starker Wind. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich mit dem Mikrofon verstehen könnt, aber die Aussicht ist es in jedem Fall wert, hier hochzulaufen. Das ist super schön. Wir sind hier übrigens inzwischen schon so weit im Süden Spaniens, dass wir von hier aus mit bloßem Auge den afrikanischen Kontinent sehen können. Also wir sind nur noch 20, 30 Minuten von Tarifa entfernt und von da aus sind es ja, glaube ich, nur 15, 14 Kilometer bis rüber nach Marokko auf dem Seeweg. Also ist schon ja, erstaunlich, aber damit befassen wir uns dann nächste Woche ein bisschen mehr, wenn wir dann auch tatsächlich nach Tarifa reinfahren. Jetzt schauen wir uns erstmal da, andere Seite, diese Ruinen an. Die sind hier nämlich direkt am Strand quasi. Und es scheint so ein Freilichtmuseum zu sein. Da gehen wir jetzt mal rein.
selbst der Zugang zu diesem kleinen Museum hier ist kostenlos. Also ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle, finde ich. Es stellt sich schnell heraus, dass die Baelo Claudia eine der bedeutendsten archäologischen Ausgrabungsstätten Spaniens ist. Nirgendwo sonst auf der Iberischen Halbinsel kann eine solch umfassende römische Stadtentwicklung bestaunt werden wie hier, heißt es auf einer der Informationstafeln. Die antike Stadt mit ihrer strategischen Lage an der Meerenge von Gibraltar wurde im 2. Jahrhundert vor Christus gegründet. Durch Fischfang und die Salzindustrie sowie aufgrund der Nähe zu Nordafrika entwickelte sich die Stadt zu einem wichtigen Handelszentrum. 5 Jahrhunderte später läutete ein zerstörerisches Erdbeben den langsamen Niedergang der Stadt ein. Was zurückblieb, sind sehenswerte Ruinen in einer Umgebung, die schöner kaum sein könnte. Schon cool irgendwie zu wissen, dass das so vor 2500 Jahren schon alles hier stand. Ja, ist ganz schön erstaunlich, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie Tina das macht. Ich schwitze in meinem Pulli, wenn wir nicht gerade im Schatten stehen und der Wind hier so durchpfeift. Tina läuft in einer Daunenjacke und mit einem Stirnband rum die ganze Zeit. Also unsere Temperaturempfinden sind immer noch sehr, sehr unterschiedlich. Ich sag mal so, es macht allen Anschein, als könnte man hier wohl auch übernachten. Scheinen einige Leute in jedem Fall zu machen. Definitiv nicht die schlechteste Aussicht, würde ich sagen. Hier zu bleiben wäre zwar auch reizvoll, aber wir fahren weiter. Es gibt noch ein paar andere schöne Ecken, wenn wir unserer Recherche trauen dürfen. Weiter geht's. Ja Mist, jetzt haben wir gerade festgestellt, dass der Viewpoint, zu dem wir wollten, da ist die Straße hingesperrt und um zum nächsten zu kommen, müssen wir jetzt einen großen Umweg fahren. Das dauert jetzt 40 Minuten. Da geht gleich schon die Sonne unter. Ja, aber kann man nichts machen. Gibt nichts. Oh, aber hier war ein anderer schöner Viewpoint, zu dem wir gerade noch hin konnten. Also der ist auch sehr schön. Wir sind hier jetzt im Kleinort Zahara de los Atunes und wir sind ein bisschen erstaunt. Hier scheint irgendwie alles zuzuhaben. Auch der große Parkplatz hier ist komplett verwaist. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich nur so als Ferienort vielleicht genutzt wird. Jetzt ist er auf jeden Fall ja ziemlich verwaist. Wir sind hierher gekommen, um zum vermeintlich sehr schönen Strand hier zu gehen und da vielleicht einen Kaffee in der Strandbar zu trinken. Daraus wird nichts, aber zum Strand gehen wir jetzt trotzdem mal. Ja, der Strand ist schön und hier ist tatsächlich überhaupt gar nichts los. Aber ja, wer einen kilometerlangen Strandspaziergang machen will, ohne irgendwie groß Leute um sich rum zu haben, der ist hier an der richtigen Adresse. Und ich denke, einen Sonnenuntergang gucken, das sollte ja auch klappen.
Guten Morgen. Wir sind gestern Abend dann noch ein kleines Stück, ein paar Minuten ins Inland gefahren, um zu diesem Wohnmobilstellplatz zu kommen. Ist ein offizieller, kostenloser Wohnmobilstellplatz im Ort, den wir euch hier unten einblenden, denn den weiß ich ehrlicherweise gerade nicht. Es war alles sehr entspannt. Wir sind allerdings heute Morgen mit bibbernder Kälte aufgewacht, denn unsere Heizung ist in der Nacht ausgefallen. Es war super kalt hier drin und mein erster Gedanke war, wir brauchen auf jeden Fall jetzt endlich mal so eine Truma Duo Control oder eine Truma Level Control, also dass er umspringt auf noch die jeweils volle Flasche oder dass wir zumindest abends sehen können, wie viel in der einen Flasche noch drin ist. Aber ich habe mir dann die Gasflasche gerade angeschaut und die ist nicht komplett leer. Also da sind bestimmt noch so 20% Gas gefühlt drin. Aber unsere Heizung springt nicht mehr an. Wir haben es gerade 5-6 Mal versucht. Der Gasherd, der springt an, ohne Probleme. Also irgendwie scheint da ein Problem vorzuliegen, sei es im Gasdruckregler, in der Schlauchverbindung oder was weiß ich. Wir haben jetzt ein bisschen gegrübelt und wir werden jetzt uns erstmal eine neue Gasflasche besorgen, damit da so richtig Druck drauf ist, in der Hoffnung, dass das schon das Problem löst, und wenn nicht, müssen wir nach und nach die anderen Komponenten uns angucken. Yay, change of plans! €15,60 für eine 11 Kilo Flasche, da kann man nicht meckern. Sie läuft wieder, sie ist zumindest schon mal angesprungen. Hoffen wir, dass es so bleibt, und ja, wenn das Problem gelöst hat, bei den Preisen kann man es notfalls verkraften, wenn man mal so 10-20% Gas verschenken muss, die in der Flasche bleiben. Aber ja, mal gucken, wir werden uns die anderen Komponenten noch anschauen. Und ja, das ging hier jetzt auf jeden Fall schneller als erwartet. Manchmal muss man zu so 1, 2, 3 verschiedenen Tankstellen hinfahren, bis sie volle Cepsa Propangasflaschen haben. Aber hier war jetzt eine freie an der Straße, wo wir vorbeigefahren sind, und die hatten gleich mehrere. Sehr gut. Vielleicht haben wir uns zu früh gefreut. Die Heizung ist nach so 3-4 Minuten noch mal ausgegangen. Jetzt läuft sie wieder, auch schon länger. Also vielleicht war es das jetzt, aber ja, ich denke, wir werden das noch ein bisschen beobachten müssen. Mal schauen, was wir sonst an alternativen Lösungsmöglichkeiten noch ansteuern können. Aber jetzt ist erstmal Zeit für ein verspätetes Frühstück. Wir haben sehr schön Platz hier gefunden, direkt am Meer. Ich hoffe, dieses Urlaubsfeeling, was wir hier gerade spüren, kommt so ein bisschen auch bei euch an. Das Meer, der Strand, der Sonnenschein und der blaue Himmel. So richtig so, wie man sich Südspanien vorstellt, finde ich. Und wir werden das jetzt noch ein bisschen genießen. Aber bevor wir jetzt gleich die Kamera weglegen und einen kleinen Strandspaziergang machen, wollen wir euch noch auf den neuesten Deal unseres heutigen Partners aufmerksam machen. Das ist nämlich NordVPN, und die haben sich auf die Fahne geschrieben, die Reisenden dieser Welt zu unterstützen. Einerseits mit ihrem VPN-Service, der euch nicht nur dabei helfen kann, günstigere Flugtickets und Mietwagen zu buchen und den Inhalt von Streaming-Plattformen und euren Lieblingsmediatheken aufzurufen, während ihr im Ausland seid, sondern der euch vor allem auch vor Langfingern im Internet schützen kann, nervige Werbung und schädliche Pop-ups blockiert. Andererseits mit ihrem Service NordLocker, mit dem ihr all eure Reisedokumente und Urlaubserinnerungen sicher aufbewahren könnt.
Und zuletzt mit NordPass, mit dem ihr auf all eure Passwörter von überall aus sicher zugreifen könnt. Alle 3 Produkte gibt es jetzt vergünstigt in einem Bundle. Wenn also auch ihr auf euren nächsten Reisen oder auch zu Hause bestens abgesichert sein wollt, dann schaut euch das Angebot unter nordvpn.com/letsgetotter hier an. Wie immer bei NordVPN, auch hier mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und ich gehe jetzt Sonnencreme auftragen, denn sonst habe ich gleich einen Sonnenbrand. Wenn ihr das riechen könntet, Trüffelsoße ist ein Traum. Guten Morgen, wir haben Freitag, das bedeutet, es ist ein kompletter Tag vergangen, seit wir uns das letzte Mal hier vor der Kamera gemeldet haben. Das liegt aber nicht daran, dass wir noch einen ganzen Tag an diesem wunderschönen Strand verbracht haben. Wir sind tatsächlich abends noch bis hierher nach Cadiz gefahren oder in die Nähe von Cadiz und stehen hier auf einem städtischen Wohnmobilstellplatz, wieder mal offiziell kostenlos mit Fähr- und Entsorgung. Sehr, sehr groß, sehr, sehr viele Mobile auch hier. Und von hier wollten wir uns Cadiz anschauen, aber wir sind gestern Morgen wieder mal mit einer Heizung aufgewacht, die nicht an war. Wir haben gefroren. Es hat also nicht funktioniert, unsere Lösung. Dann haben wir in Cadiz versucht, einen neuen Gasdruckregler zu bekommen. Das hat leider nicht funktioniert, trotz ein paar Wohnmobilhändlern. Und dann sind wir tatsächlich noch knapp 1,5 Stunden bis nach Sevilla gefahren, also noch mal ein Stück in den Norden. Da gibt es große Händler, die wurden uns dann auch empfohlen. Und da haben wir dann tatsächlich einen neuen Schlauch und einen neuen Gasdruckregler bekommen und eingebaut. Und seither funktioniert unsere Heizung wieder verlässlich. Wir haben sie 6, 7 Mal an- und ausgehen lassen, also das funktioniert. Da haben wir auch einen neuen Deckel für unseren Wassertank gefunden. Es hat sich also doppelt gelohnt, diese dann doch eben relativ lange Strecke zu fahren. Ja, so ist das eben, wenn man im Van lebt und die ganze Zeit unterwegs ist, dann muss man halt irgendwie solche Lösungen auch mal machen. Jetzt schauen wir uns aber Cadiz an. Blauer Himmel, Sonnenschein, wir haben richtig Bock. Von hier ist es 25 Minuten bis in die Altstadt. Los geht's! Ready? Yep. Wir stehen jetzt hier am Rande der Altstadt auf einem Parkplatz und von dem verlinken wir euch unten ausnahmsweise mal die Koordinaten, denn ich glaube, es ist der beste Parkplatz für Camper, um sich die Altstadt von Cadiz anzuschauen, und man kann und darf hier auch offiziell übernachten. Also es ist ein Bezahlparkplatz, wir zahlen 1,20 € die Stunde und wenn man eben 24 Stunden bleiben will, sind es 14,40 €, das ist dann der Maximalbetrag.
Für Camper unter 6 Metern. Ja, also die Grenze ist 6 Meter. Wenn ihr länger seid, zahlt man das Doppelte. Dann lohnt sich das zum Übernachten in jedem Fall nicht. Aber zum Parken ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Parkplatz. Und hier legen wir jetzt los. Ja. Cádiz ist eine der ältesten Städte Europas. Sie soll bereits um das Jahr 1100 v. Chr. Besiedelt worden sein. Damals war die Altstadt noch vollständig von Wasser umschlossen. Heute verbinden eine Landzunge und kilometerlange Brücken das historische Zentrum mit dem Festland. Vor allem die Altstadt von Cádiz zieht Touristen aus nah und fern an. Hier kann man nicht nur prächtige Gebäude aus den vergangenen Jahrhunderten bestaunen, sondern auch bei sommerlichen Temperaturen die umliegenden Strände genießen. Cafés, Bars und Restaurants laden zum Verweilen ein, schmale Gassen, farbenfrohe Parks und sehenswerte Plätze bestimmen das Stadtbild und die Nähe zum Wasser ist allgegenwärtig. Uns fallen darüber hinaus vor allem auch die vielen jungen Leute im Kontrast zu den historischen Bauten auf. Cádiz ist Universitätsstadt mit rund 20.000 Studierenden und wir haben uns hier direkt sehr wohl gefühlt. Ich mag es total, dass hier alles nicht so riesig groß ist. Also die Altstadt ist fußläufig sehr gut zu erkunden. Und es gibt ja auch viele schmale Gassen mit Läden, die keine großen Ketten sind. Das ist ganz süß. Dir ist jetzt warm geworden? Ja. Endlich, ne? Mal sehen, wie lange. Hier kommt Schatten. Ja. Wir waren gerade in einem richtig süßen Café. Es war total liebevoll eingerichtet, dekoriert und haben da einen Kaffee getrunken und einen sehr, sehr guten Kuchen gegessen. Und jetzt gehen wir mal weiter und gucken uns noch ein bisschen um. Es gibt hier mitten in der Altstadt von Cádiz einen großen zentralen Fischmarkt und ich hatte gehofft, hier irgendwie ein frisches Thunfischfilet oder sowas kaufen zu können, aber wir waren leider zu spät. Hier wurde jetzt gerade schon groß zusammengepackt. Ja, wie gesagt, früh aufstehen war noch nie unsere Königsdisziplin. Mist. Wir sind hier auf dem Tavira Tower, ich glaube knapp 45 Meter
über Cadiz, haben eine traumhafte 360-Grad-Aussicht. Man muss 5 € bezahlen, um hier hochlaufen zu können, und auf dem Weg hoch gibt es ein paar Ausstellungen, die wir uns jetzt noch nicht angeschaut haben. Das hätten wir machen sollen, dann wären wir weniger außer Atem gewesen nach den gefühlt 300 Treppenstufen. Sehr, sehr schön. Ja. Cadiz gefällt mir oder gefällt uns, darf ich glaube ich sagen, wirklich sehr, sehr gut. Ja. Man muss auch ein bisschen mit einkalkulieren, die Sonne scheint, wir lieben beide die Sonne, das beeinflusst unsere Meinung, aber auch die Stadt, also hat uns wirklich sehr gut gefallen. Voll. Klein und süß, so kann man das glaube ich sagen. Ja. Ja, und damit ist unsere Tour durch Cadiz auch schon fast vorbei. Wir sind nur noch ein paar Minuten vom Auto entfernt. Wir gehen hier noch am Strand entlang und am nächsten, das ist Schloss oder Festung, vorbei, und dann war es das auch. Und ich denke, wir beenden einfach das Video jetzt hier an dieser Stelle. Das ist ein guter Moment. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit uns ein bisschen durch Südspanien zu reisen. Wir hatten in jedem Fall super viel Spaß wieder die letzten Tage. Und nächste Woche melden wir uns wieder, dann aus Tarifa, aus der Nähe von Tarifa zumindest. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Ja. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr informiert werden wollt, wann wir ein neues Video hochladen. Ja. Es wird nächsten Sonntag um 8 Uhr sein. Drückt auch den Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Würde uns sehr, sehr freuen. Und damit viele Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal. Nee, hör auf! Das ist so eklig. Aber so wie der große C aussieht, bist du nicht der Erste, der da dran gegangen ist. Kein Foto.